finde das cool, wie sich das da oben dreht und... Hier ist nichts, ne. Yay. Ich habe das Gefühl, ich könnte den Mond rein theoretisch nochmal für so ein Sternrätsel nutzen, dass ich mit dem Input vom Mond quasi irgendwo hinkomme. Was eigentlich hiermit? Okay, so I get that I'm supposed to retrieve these sigils. I just don't get why. Sure, the loud voice is telling me to, but this world of his has no context, no purpose, and no foundations from which to construct them. I'm convinced there are answers here if we look hard enough. We have to work together on this. Ja, das stimmt schon. Aber hier ist ja sonst nichts mehr, ne? Hier ist kein Stern. Ich meine, ich schaue euch ein bisschen nochmal an, ne? Alles, ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, dass ich hier keinen Stern gesehen habe. Auch keinen QR-Code ausgelassen, glaube ich. Ich weiß es halt immer nicht. Ah ne, ich muss ja das hier machen. Jetzt habe ich theoretisch das Ding hier noch und kann damit hoch zum Mond schießen. Theoretisch. Ich weiß noch nicht, was dieser helle Punkt ist. Ich glaube, das ist das Teil, was den Mond umdrehen lässt. Also der Trigger quasi. Aber wir haben einen Schlüssel gefunden. Ich erinnere mich, dass wir einen Schlüssel gefunden haben. Und ich habe, glaube ich, hier sonst alle Sigils bekommen. Ein Stern ist auf jeden Fall noch hier. Irgendwo muss ein Stern sein. Oh, ein Stern. Und der ist wo? Ich finde ihn nicht. Es wird irgendwie Sinn machen, dass der hier irgendwo ist. Sinn ergeben, nicht Sinn machen. Noch einen Schlüssel aufgehoben. Also das ist immer der gleiche, oder was? Kann ich hier damit irgendwas aufschließen? Gleich hier. Hä? Jetzt ist er weg, ne? Der bleibt jetzt auch weg. Gibt es irgendwo eine geheime Tür, die man aufschließen kann? Ein Schlüsselloch oder so? Alles anschauen, aber nichts finden. Ich dachte gerade, das wäre ein komischer QR-Code. Was ist das denn? Das ist ja so grau. Grau-braun.
Direkte Palme. Was passiert denn, wenn ich hier rausgehe? Wieder reinkomme. Ist der dann immer noch weg? Ja. Also quasi, wenn ich sterbe, dann wird er resettet. So wie alles in dieser Welt anscheinend. Komm mit, komm. Hier ist auch nicht zufällig irgendwo eine Tür dabei. Das sieht für mich so aus wie eine Tür. Aber ich glaube nicht, dass es eine ist. Sieht so aus, weil das so komisch nach innen, aber die sind auch so komisch von der Form her. Das ist auch kein Wunder, das ist auch dasselbe Teil. Dasselbe Baustein. Ah. Wo kann ich mit diesem Schlüssel hinkommen? Hab ich irgendwas übersehen? Also ja, wahrscheinlich, aber was habe ich übersehen? Habe ich was Offensichtliches ganz blindlings übersehen oder ist es sehr versteckt? Habt ihr was gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Ich meine, es hat ja schon mal was geholfen, als in die Kommentare geschrieben wurde. Das war ich, ne? Ja. Was ist denn mit dem Bereich hier? Ist das? Komme ich da hin? Ja. Hab gerade überlegt, vielleicht komme ich da gar nicht hin oder dann ist hier vielleicht der Stern, aber nee, ist nicht. Vielleicht ist an so einem Teil hier, so einem Schlangenkopf irgendwo. Sowas. Ich weiß es ja nicht. Die sehen auf jeden Fall sehr cool aus, muss man schon sagen. Mit den roten Steinaugen. Nee. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo was ist. Eigentlich habe ich alles gesehen. Du bist wieder an, du machst wieder Geräusche. War ich nicht schon bei dir? Here's what I've been wondering while you were off carrying out commandments. You say that consciousness is some kind of functional system. Arrange bits of matter in the right order and outsprings sentience. That's all very well on paper, but if what counts is what something does, not what it's made of, then couldn't you and I design a series of tin cans on strings that qualified as being conscious? Ja. What a bizarre idea. I'll send you a notification when the signposts start complaining. Seriously, though, are the tides and the ecosystem sentient as well? Any organized system qualifies? Klar. I can go with that. You're quite mad. I'm sure of it. Do not think I know not the deceiver slithering through the hidden words. His wisdom is hollow and born of despair. Do not let him tangle you in his webs of delusion. Have faith in me, and his petty illusions will fall away like nightmares in the morning's light.
Ich wollte gerne noch fertig lesen. You're quite mad, blah blah. Of course, the alternative accounts are also ridiculous. You'd be forgiven by any reasonable observer for choosing the best of a bad bunch. How consciousness can be so intimately familiar to you and yet so obscure, I just don't understand. Und dann hat er gelabert. Don't mind him. He's just worried that if you ask too many questions, you'll start to see through his shtick. Stick with me, and the sky will quite literally be the limit. At any rate, I'd like you to think a bit harder about all this and get back to me. I'm sure there's still progress to be made. Jetzt battlen die sich schon, die beiden Götter. Das sind sowas wie Götter, die beiden. Also ich finde halt, der Computergott hat halt bei mir momentan die Sympathisanten-Nase vorn, weil er mit mir diskutiert. Er ist willig, mit mir zu reden. Der andere sagt immer nur, hör nicht auf ihn. Ich bin das einzig Wahre. Ich denke die ganze Zeit, ja, hier ist doch irgendwo so bestimmt so eine Tür, die man aufschließen kann, aber ich habe bisher noch nichts gefunden, noch gar nichts. Ja, da komme ich nicht durch, ich weiß. Von der anderen Seite ran. Tja. Nee, ich glaube, ich gehe dann wieder zurück. Wie viel haben wir denn eigentlich? Oh. Na dann. Hab ich 1,5 Stunden jetzt gespielt, glaube ich, im Stück. Ich habe jetzt diesen... Habe ich den Schlüssel noch? Ich weiß gar nicht, ob ich den Schlüssel überhaupt habe, ob ich den besitze oder so. Hier habe ich ja eigentlich fast... Ach, alles. Ja, genau. Das eine habe ich ja nicht. Was ist das denn? Ach so, das ist die Karte. Ich habe gedacht, hä, was steht da für Mülleimer rum? Ich weiß auch schon, was ich alles hab. Tja. Ich glaube, ich gucke nochmal in die 3 rein. Ich bin so... gerade so voll angefixt darüber, wie geil das alles aussieht. Hier ist wieder Tag. Kein Aperture Science Mode. Da hinten ist wieder was zum Registrieren. Ja, ja. Bin ja schon da. From Bob Rakowski. The basic skeleton of the simulation is now running on EL. It's not plugged into the AI system yet, but in theory everything is ready. Everything is ready. I guess the next step is to test whether the generated scenarios make sense. Or do we wait for the iteration module to... Tja. Democrats alter or On the Just Causes for War Against the Indians by Juan Ginés de Sepulveda. Ich kann leider kein Spanisch oder kein Portugiesisch. Written in 1547 to justify the Spanish conquest of the Americas. The Spanish have a perfect right to rule these barbarians of the New World, who in humanity are as inferior to the Spanish as children are to adults, or women are to men. For there exists between the two as great a difference as, I might even say, between apes and man. Compare then these gifts with those possessed by these half-men, in whom you will barely find the vestiges of humanity, who not only do not possess any learning at all, but are not even literate and eat human flesh. Therefore, if you wish to reduce them, I do not say to our domination, but to a servitude a little less harsh, it will not be difficult for them to change their masters.
Unterwerfung der Ureinwohner der Amerikas unter die spanische Inquisition.